hier um die Ecke? Okay. Oh mein Gott. Ja. Was soll jemand die Schritte? Warum soll sich jemand die Mühe machen? Ich denke schon, dass dort jemand rausgekrochen ist. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, dort unten rumzukrauchen und ein paar Fußabdrücke zu faken? Bloß damit wir denken, dort ist hat jemand gehumpelt. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein... Ist das Gekruschel von hier drüben? Ja, das ist das Gekruschel von hier drüben. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Ach so, das ist ein Unbekannter. Und das ist der Vogel. War das hier drüben auch in der Innenversion der Vogel? Das ist auch der Vogel. Ach, hier geht's bloß darum, will der Vogel vielleicht Versicherungsbetrug begehen? Oder ist hier wirklich jemand eingebrochen? Ah! Der Vogel sagte doch, er hätte nur ein kurzes Geräusch gehört, ist dann runter gucken gegangen, hat sich kurz umgeschaut und hat niemanden gesehen. Und in der Zwischenzeit hat er sich da in den Sarg gelegt, derjenige welche. So, okay. Haben wir hier noch was? Vogel hat hier irgendwas mit dem Gemälde gemacht? Oder der andere Dude hat hier irgendwas mit dem Gemälde gemacht? Was auch immer. Vogel hat das abgehangen? Oder wer auch immer hat das abgehangen? Also ich glaube nicht, dass der Vogel das selber macht. Der kommt mir zwar spanisch vor, aber ich denke mal, der wird dann in einem größeren Zusammenhang vielleicht nochmal wichtig. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Hä? Ach, warte mal. Wir müssen hier ihn mit der Lampe. Er ist hier mit der Lampe reingekommen. Gab es hier irgendwie einen Brand oder so? Was war denn hier los? Na, das glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, ich denke mal, das hier, was ich jetzt gerade geändert habe, hier, das ist der Punkt, wo er selber runterkam, um nach dem Rechten zu sehen. Aber ich krieg nicht mehr zusammen, was das hier war. War hier irgendwie ein Feuer oder was sind das für Zacken dort unten? Ich versuche mal zu bestätigen, mal gucken. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor.
Ah, Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room, but the vandalism was a cover for the theft. easy. So, Mr. Vogel. Ich habe alles geklärt. Oh Gott, wo ging's denn hier zum Vogel? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Dekadenz nicht. Verfall? Verfall oder Tod? Wir haben den Sarg. Wir haben diesen komischen Fisch. Und Verfall. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City.
but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Wir müssen in die Altstadt sozusagen. Gucken wir uns mal den Fall genauer an. Oh, bei Mutterliebe hat sich auch was geändert. Nachdem ich mich an den Morgen des Tages erinnert hatte, an dem meine Mutter verstorben war, fühlte sich John unwohl. Seine Reaktion hat mich verstört. Der 9. April von... mich zu beschützen und zu beruhigen, okay. Aber wir machen jetzt erstmal den. Möglicherweise gestohlenes Gemälde. Auf dem Gemälde ist laut Vogel eine... Ja, das brauchen wir nicht mehr zu lesen. Boniface Mercurios Adresse. Mr. Vogel teilte mir mit, dass der Maler Boniface Mercurio irgendwo in der Altstadt lebt, aber er weiß nicht, wo genau. Zudem erwähnte er, dass Mr. Mercurio eine bekannte Persönlichkeit ist. Ach, das dürfte sich im Polizeiarchiv eigentlich finden lassen. Vandalismus in der Untergalerie. Am gestrigen Abend hörte Werner Vogel ein Geräusch aus der Untergalerie. Er ging nach unten, sah sich dort aber nur kurz um. Das Geräusch hatte der Eindringling verursacht. Ja, das wissen wir alles. Ich ging mit John hinunter in Werner Vogels Ausstellungskeller, bla bla. Im AC Swinburne-Raum fanden wir einen Sarg vor. Darin liegt ein Skelett, das ein wenig bewegt wurde. Auf dem Sargdeckel hinterließ jemand einen Handabdruck aus Kohle. Die Tür einer Kohlenrutsche im IJ Franco-Raum ist mit einem Riegel aus Metall verschlossen. Auf der Innenseite der Tür fanden wir jedoch frische Kratzer mit Magnetspänen. In der Rutsche selbst hinterließ jemand mehrere Schuhabdrücke. Auf dem Boden des IJ Franco-Raums ist eine Spur von Schuhabdrücken aus Kohle zu sehen. Dabei sind die Schritte vom linken Fuß kürzer als die mit dem rechten Fuß, was auf Hinken hindeutet. Im O-Wild-Raum wurden alle Gemälde abgehängt. Auf dem Boden befindet sich Asche von verbrannten Gemälden, aber auch ein leerer Bilderrahmen. In der Nähe davon fanden wir ein Pall-Mall-Zigarettenstummel mit Fingerabdrücken aus Kohle. Und die Einladung, die brauchen wir jetzt nicht mehr lesen. Da gucken wir mal, dass wir jetzt ins Polizeiarchiv kommen. Nee. Ja. Die Polizei war, glaube ich, weiter hier oben irgendwo. Da.